Hallo, es ist soweit. Ich werde mich gleich aufmachen und in die Eifel fahren. Und zwar in einen Ort, der eine ganz hohe Bedeutung für uns hat. Und zwar nach Wallenborn. Wallenborn liegt in der Nähe von Gerolstein und gehört zu dem Vulkangebiet der Westeifel. Vulkangebiet heißt, dort gibt es Gase, die austreten. Und genau das ist der Grund, warum wir nach Wallenborn fahren. Und ich werde Sie dann dort treffen. Und dann werden wir uns den Geysir anschauen, der durch Gasaustritt getriggert wird. Das heißt, wir haben Eruptionen von Wasser und wir haben dort Prozesse im Untergrund, die ganz, ganz wichtig sind für unser Modell, das in Richtung Entstehung des Lebens geht. Aber das ist ein Thema, auf das ich dann später kommen werde. Jetzt zeige ich Ihnen erstmal eine kleine Flamme, die hier im Dunkeln fast tanzt. Diese Flamme ist etwas Besonderes und da werde ich Ihnen auch dann nochmal einen Ort zeigen, wo man das genau so zeigen kann, wie die Gase hier eine besondere Bedeutung haben. Ich mache mich jetzt auf den Weg und freue mich, wenn Sie mitkommen. Ja, jetzt schauen wir mal. Ich stehe jetzt hier direkt an dem Brunnen und es ist ein kleiner Brunnen, der eingefasst ist. Wir sehen, dass es hier so braune Farben gibt. Die stammen von dem mitgebrachten Eisen aus der Tiefe. Es ist gelöst und fällt hier aus als so ein brauner Schlier. Ach, und es geht schon los. Der wird so ungefähr eine Höhe von 2 Metern erreichen. Das ist relativ normal. Er geht jetzt danach relativ schnell wieder in die Knie. Und man hört auch, wie er brubbelt. Das ist der Begriff hier, der Brubbel, den der Volksmund diesem Brunnen gegeben hat. Es liegt an dem Schaum und dem Geräusch, das dieser Brunnen macht. Es liegt an dem Gas, das austritt. Und jetzt geht er langsam in die Knie und wir sehen, dass trotzdem das Wasser insgesamt steigt. Es steigt an, überflutet den ganzen Bereich. Und hier kommt es zur Ausfüllung. Und langsam geht es wieder zurück. Ich werde Ihnen aber gleich einmal an der Karte zeigen, wo wir uns eigentlich genau befinden und wie die Zusammenhänge sind. Ja, ich stehe hier an dem besonderen Ort Wallenborn in der Eifel. Das ist für mich der spannendste Ort auf der ganzen Erde. Und das vermutet man erstmal gar nicht. Das ist hier in der Eifel, die durch viele Vulkane gekennzeichnet ist. Das gehört hier das Gebiet zur Westeifel, zur vulkanischen, mit ungefähr 700.000 Jahre alten Vulkanen, die ältesten. In dieser Eifel gibt es viele Stellen, an denen Gase aufsteigen. Und nicht nur das, wir haben hier bestimmte tektonische Strukturen, das sind Bruchstrukturen in der Kruste, die diese Wegsamkeiten für Gase überhaupt erst ermöglichen. Und in Wallenborn, diesem besonderen Ort, haben wir eine spektakuläre Erscheinung. Da ist nämlich so viel Gas in dem Grundwasser, dass es herausgedrückt wird in einem Geysir. Das ist der sogenannte Kaltwasser-Geysir von Wallenborn. Und diese Situation ist insofern besonders, weil wir hier Informationen aus der Tiefe bekommen, aus dem Erdmantel. Die Gase dort sind in einer bestimmten Zusammensetzung. Es ist nicht nur CO2, was das Hauptgas ist, sondern wir haben hier auch Spurengase, die uns Informationen über den Magmatismus in der Tiefe liefern und die uns etwas über die Erdgeschichte sagen. Und das ist jetzt der große Verbindungspunkt an dieser Stelle. Wir haben einen Hinweis darauf, wie es vielleicht im Anfang der Erdentstehung gewesen ist. Als die Kontinente noch nicht da waren, sondern nur kleine Fragmente, kleine Kontinentteile, die mit Geysiren durchsetzt waren. Die ganze Atmosphäre ist ja entstanden aus dieser Anfangsphase. Das Gas kam zum größten Teil auch aus dem Erdmantel und musste aus solchen Geysiren austreten. Oder eben großflächig an anderen Stellen. Und diese Besonderheit ist hier jetzt nachzuvollziehen. Wir sehen, dass das Gas das Wasser rausdrückt
und wir sehen, dass es wieder zurückläuft. Das ist jetzt erstmal ein normaler Vorgang, der jeden Tag alle halbe Stunde abläuft. Und somit haben wir einen Zyklus an Ausgasung. Und damit verändern sich die Drucke in der Tiefe. Wir haben also eine Wassersäule, die vielleicht ein paar tausend Meter dick ist oder hoch ist. Und diese Wassersäule hat einen durchgehenden Druck, der nach oben abnimmt. Das CO2 ist im Wasser gelöst. Von unten strömt ständig Neues nach. Und wenn eine bestimmte Grenze überschritten ist, sprudelt es wie aus einer Sektflasche, die gerade geöffnet wird, heraus. Und das Wasser, wie beim Sekt auch, wird dann nach außen katapultiert. Und dadurch sinkt der Druck in der Wassersäule. Und wir haben dann in ganz bestimmten Zonen einen Übergang zu ganz besonderen Verhältnissen des Gases, sage ich mal. Und diese Situation zeigt uns, dass wir an der Anfangsphase der Erdkrustenentstehung diese ähnlichen Prozesse hatten. Und damit gekoppelt sind jetzt wiederum organische Moleküle, die sich bilden aus dem Gas, aus CO2, aus dem Stickstoff, der dabei war, aus Schwefelgas. Und wir haben noch andere Komponenten, die in der Erdkruste vorhanden sind. Und die zusammen haben die Möglichkeit gegeben, dass sich organische Moleküle gebildet haben. Und das ist letztendlich der spannende Punkt dabei. Wir haben eine Möglichkeit, eine erste Entstehung der Zellen hier an solchen Punkten zu erklären. Und das, was damals abgelaufen ist, ist über die gesamte Erdgeschichte auch abgelaufen, bis heute. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass hier in der Tiefe die Anfangsphase der Molekülbildung immer noch stattfindet. Und das macht die Sache total spannend, denn wir wollen ja wissen, wo kommen wir her, wo gehen wir hin? Und dieses "Wo kommen wir her" deutet sich an, wir haben sehr gute Belege, dass das Leben und die ersten Zellen in der Erdkruste entstanden sind, an solchen Geysir-Systemen. Und das ist ein sehr komplexer Vorgang, den ich an anderer Stelle erklären werde. Hier sehen wir noch einmal den Rücklauf des Wassers, wodurch sich der Druck in der Tiefe aufbaut. Und dazu die Frage, was ist eigentlich das ganz Besondere hier an diesem Geysir? Wir haben hier den Zugang zur Tiefe der Erde, in den Erdmantel, zur tieferen Kruste. Und wir haben hier Zugang zu Informationen aus dem Mantel. Die Gase, die hier hochkommen, die sagen uns etwas. Und wir können daraus eine Situation ableiten, wie sie am Anfang der Erde gewesen ist. Und diese Situation bedeutet, wir sehen Prozesse, die zu organischen Molekülen geführt haben. Und das ist etwas ganz Spektakuläres, weil organische Moleküle letztendlich zu der ersten Zelle geführt haben. Und diese erste Zelle auf dem Weg zum Leben kann in so einem vergleichbaren System wie hier am Waldenborn gebildet worden sein. Und jetzt schauen wir uns noch eine Besonderheit an. Es ist ein Mineralwasserbrunnen, der sich dadurch auszeichnet, dass sehr viel CO2 mit dem Wasser gefördert wird. Es ist ein ziemlich gruseliger Ort. Er könnte durchaus in einem alten englischen Krimi eine Hauptrolle spielen, aber das sehen wir gleich. So, da wären wir an dem besonderen Brunnen, der hier am Südrand des Lacher Sees liegt und sich dadurch auszeichnet, dass er sehr viel CO2 im Wasser enthält. Und das ist natürlich auch ein Risiko. Wenn man hier drin steht, sollte eben der Spiegel von diesem CO2, das sich ja am Boden absetzt, nicht zu hoch sein. Und deswegen zünde ich gleich mal ein paar Kerzen an, um auf der sicheren Seite zu sein. So, man kann hier noch einen schönen Test machen mit dem Feuerzeug. Das heißt, die Flamme, die wird jetzt langsam in die Tiefe gezogen und man sieht, es fängt an zu flackern. Das ist hier der besondere Ort, den ich erwähnt habe. Und man sieht die Eisenablagerungen, die überall dort sind, wo das Wasser hinkommt, wo es hinspritzt. Es rauscht und man hat das Gefühl, hier könnte man wirklich einen Krimi drehen. In der Tiefe das CO2, das wäre dann schon richtig tödlich, wenn man dort reinfällt. Und man kann die Grenze jetzt noch genau festlegen, hier mit der Kerze. Das sind bestimmt 20 Zentimeter Höhe. Und hier noch einmal der Versuch mit dem Feuerzeug. Da werden wir gleich sehen, bricht der Kontakt direkt ab. Aber das Feuerzeug, das tiefer in das CO2 reintaucht, schafft es immer noch, einen Gasstrahl nach oben zu bringen.
Das war der Einstieg in das Thema Origin of Life, die Entstehung des Lebens in der kontinentalen Kruste. Ich freue mich schon, Ihnen einen nächsten Clip zeigen zu können. Da geht es um das Labor. Wir müssen ja sehen, dass wir die Dinge, die wir jetzt hier fordern, was passiert ist, auch nachstellen können. Und dazu fahren wir nach Essen in unser Labor, wo wir ein Gerät haben, das diese Bedingungen nachvollziehen lässt.